Das ist Josef. Hi. Er macht Selbstexperimente auf YouTube. Bist du aktuell in einem? Ja. Und hat einem Interview zugestimmt. Normalerweise macht er Sachen wie... Habe ich 100 Liegestütze nach Reactions radikal in mein Gesicht nicht sehe. Doch dann passierte das. Es folgte ein radikal ehrliches Interview. Oha. Ja, ich finde über Geld sprechen immer super unangenehm. Mach das nie wieder. Ich habe beschlossen, ihn alles zu fragen, was ich mich sonst niemals getraut hätte. Und er hat alle Fragen beantwortet. Zum einen bist du ja der Josef Bolz, Regie, Drehbuchautor, ganz viele Dinge auch so, die eher ins Filmerische gehen. Du hast das ja auch studiert. Und auf der anderen Seite gibt es aber Josef the Changeman auf YouTube. Inwiefern kommt es zu Vermischungen und inwiefern switchst du zwischen diesen beiden Identitäten? Ich glaube, es hat ganz viel mit Privatsphäre zu tun. Also die versuche ich auf YouTube rauszuhalten. Was da sehr viel ist, ist inneres Erleben, so psychologisches Erleben, persönliche Erfahrung ist ganz viel auf YouTube. Das findet im filmischen Bereich nicht so statt. Das ist dann eher in der Kunst drin, aber halt nicht, wird nicht ausgesprochen. Und früher war der Switch viel krasser. Früher war The Changeman eine ganz klare, ironische, satirische, super provokante Persönlichkeit. Das war 100% jemand anderes. Das hatte nichts mit mir zu tun. Das war reine Provokation. Sachen sagen, nur damit etwas passiert. Auch das Gegenteil von meiner eigenen Meinung, damit es eine Konversation gibt, damit es eine Aufregung gibt. Das ist halt weg. Also es ist einfach viel mehr mit mir als Mensch vermischt. Aber der Unterschied ist, glaube ich, schon, dass meine Privatsphäre, so mein persönliches Leben, da nicht vorkommt. Aber in beiden Bereichen nicht. Da hätte ich eine Frage zu. Denn innerhalb von diesen Selbstexperimenten teilst du ja schon auch mit, was du erlebst, wie es dir dabei geht. Und man kriegt ja auch manchmal so Rückmeldungen aus deinem Umfeld mit. Genau. Und teilweise ja auch aus deinem direkten Umfeld, die Ja. du dann stimmverzerrst, aber die man ja doch irgendwie mitbekommt. Ja. Wo würdest du sagen, ist da bei dir die Grenze? Also inwiefern gibst du da Dinge preis und inwiefern sagst du aber, nee, da bleibe ich bei einer Rolle oder das würde ich nicht öffentlich preisgeben? Also das ist immer in Absprache mit meinem Umfeld. Also wenn irgendwas im Video ist, dann ist das abgesprochen. Also es sind auch Sachen schon aufgezeichnet worden, die nicht im Video gelandet sind, weil gesagt wurde, nein, das soll nicht rein. Oder Leute, die Nachrichten geschickt haben, gesagt haben, nee, ich habe keinen Bock, dass, selbst wenn es so ein Screenshot ist, nicht mal verändert, nicht mal ohne Namen, möchte ich nicht drin sein. Manchmal ist das total schade, weil es super coole Reaktionen gibt und man aber weiß, das akzeptiere ich dann. Weil auch wenn ich den Namen wegstreiche und die Person fühlt sich später schlecht, dann habe ich ja trotzdem in meinem persönlichen Umfeld verloren. Das ist es nicht wert. Also ja. Und ich habe richtig Rückenschmerzen heute. Ich bin dauerhaft müde, verliere die Lust und bekomme Hautausschlag. Laut meiner Ärztin eine stressbedingte Hautreaktion. Ich will sterben, so eine schlimme Vorstellung. Gibt es Experimente, wo du jetzt im Nachhinein sagen würdest, die hätte ich lieber nicht gemacht? Auch bezogen auf dein Umfeld oder auf Reaktionen, die es gab. Bezogen auf mein Umfeld. Glaube, also das Lügenexperiment war echt ein Problem. Das habe ich auch gemerkt, wie viel Problem ich mit Lügen habe. Das Video ist auch sehr krass gekürzt worden. Ich habe am Ende einen absoluten Rant darüber gehabt, wie sehr ich Lügen verachte und Lügner verachte. Und da habe ich nachher gedacht, das ist so krass Anti-Lügen und ich beziehe gar nicht ein, dass es gute Gründe gibt, sich zu schützen und zu lügen. Das war einfach nur, jede Lüge ist schlecht und deswegen ist das rausgeflogen, weil das habe ich nicht eingeordnet bekommen. Aber da habe ich gemerkt, dieses Experiment war wirklich, das war wirklich ein Problem. Und dann ist es auch noch als Video nicht erfolgreich gewesen. Das ist dann doppelt scheiße. Wenn es dann wenigstens als Video erfolgreich ist und man sich denkt, da komm, war jetzt zwar doof und war eine schwierige Situation. Und das Aufräumvideo würde ich nie wiederholen. Das war im persönlichen Umfeld auf jeden Fall spannend. Sprichst das jetzt ab oder du ziehst aus? Inwiefern passt du die Auswahl von deinen Themen und deinen Selbstexperimenten auch dem YouTube-Algorithmus an? Inzwischen schon sehr. Also dieses Jahr sehr. 2023 ist die, glaube ich, krasseste Anpassung, die ich je gemacht habe, weil ich letztes Jahr so viele Sachen gemacht habe, wo ich so Leidenschaft reingesteckt habe und die ich toll fand, die so hart schief gegangen sind, teilweise auch mit Sponsoren, wo ich quasi Geld reingesteckt habe ins Video und der Deal war, wenn du die und die Klicks erreichst, bekommst du den Betrag.
und ich habe halt die Klicks nicht erreicht. Das heißt, ich habe draufgezahlt beim Video. Und deshalb habe ich dieses Jahr sehr viel stärker darauf geachtet, aber nicht unbedingt bei den Themen, sondern kann ich das Thema gut verkaufen? Das hat sich verändert. Ich habe zum Beispiel 2 Themen gehabt, wo mir mein analytisches Umfeld aus dem YouTube-Bereich gesagt hat, lass es, das geht nicht, das wird nicht funktionieren. Und beide sind sehr gut gelaufen. Das war einmal kein Konsum, nichts kaufen. Das Video wollte ich letztes Jahr schon machen, da wurde mir immer von abgeraten, weil gesagt wurde, es gibt kein gutes Thumbnail, keinen guten Titel, das ist schwer zu klicken. Aber ich fand das Thema so spannend und das ist auch ein sehr durchziehendes Thema. Ich kaufe, ich glaube, meinen letzten Privatkauf, der steht aus. Ich werde einen Manga kaufen. Also ich kaufe quasi nicht mehr aus diesen Gründen, die ich hatte, um zu kaufen. Das ist weg. Und das andere Video war das Beauty-Filter-Experiment, wo mir auch gesagt wurde, super schwer zu verkaufen, zu weit weg von der Lebensrealität von vielen Leuten. Und als das Video dann fertig war, habe ich es den Leuten geschickt und die haben alle gesagt, jetzt verstehen wir, was du machen wolltest. Jetzt ist es viel klarer. Und das war ja sehr erfolgreich und auch eins, wo ich sehr zufrieden mit bin. Weil ich auch das Gefühl hatte, da ist wirklich nachhaltig was drin, was mir auch immer wichtig ist. Auch wenn es nicht immer funktioniert. Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, Thumbnail, Titel und Klicks. Ja. Inwiefern passt du deine Videos auch vom Schnitt und von der Gestaltung her dem YouTube-Algorithmus an und inwiefern hat sich das in den letzten 5 Jahren entwickelt? Das hat sich krass entwickelt. Ich habe mich am Anfang überhaupt nicht darum gekümmert. Es war mir auch egal. Ich wollte gute Inhalte machen. Und ich habe ja immer schon seit Jahren, seit 5, 6 Jahren gebe ich ja schon immer Seminare über, wie man YouTube-Videos macht, wie man Storytelling macht, wie man Leute bei der Stange hält, auch fürs Fernsehen. Und deswegen kenne ich die ganzen Mechanismen, die wichtig sind. Auch für Leute, die nicht so eine hohe Aufmerksamkeit haben oder die vielleicht nur mal kurz reinschalten, dass man die halt direkt fesselt. Aber das selber richtig angewandt habe ich erst dieses Jahr mit meinem 3. Video. Ich habe erst noch das Video gemacht, ich habe das Intro im Kopf, welches Video war das denn? Bad News, nur noch gute Nachrichten. Das fängt ja an mit einer Sprachnachricht von jemandem, mit so ein paar ruhigen Bildern, mit ruhiger Musik. Das ist das Gegenteil von dem, was man eigentlich machen sollte. Aber das fand ich wichtiger, atmosphärisch in das Thema reinzukommen, weil ich das Thema auch so wichtig fand, als da so krass reinzugehen. Und beim Clown-Video habe ich 100% Algorithmus gemacht. Und das ist super erfolgreich gewesen. Und danach, nach diesen beiden Erfahrungen, habe ich halt gemerkt, das gute Nachrichtenvideo lief gut, aber ich sehe halt die Ausstiegsrate am Anfang. Das Clown-Video hat 75% Watchtime bis zum Ende. Das ist super krass, also es ist ungewöhnlich hoch. Und ich habe jetzt angefangen, meine Intros eigentlich immer in einer gewissen Art zu gestalten, dass du halt diese Geschwindigkeit hast. Und ja, eigentlich falle ich nicht mehr unter 70%. Und das ist halt super. Es gibt natürlich noch Crowdfunding-Möglichkeiten wie Patreon oder Steady. Bei Steady kommen ungefähr 6 € im Monat rum. Das liegt aber daran, dass ich es wahrscheinlich nicht genug bewerbe. Hat aber auch ein bisschen mit der Plattform zu tun, die super fair ist, die viel weniger Shares nimmt als Patreon, aber die viel weniger interaktiv ist. Und Patreon ist halt so geil, weil du kannst Livestreams, Videos, Posts, die Leute können antworten. Es ist sehr interaktiv, das geht bei Steady nicht. Genau, Patreon ist noch da, aber der Löwenanteil sind die Placements. Also das finanziert die Videos. Du erwähnst ja immer wieder, dass du bestimmte Placements nicht annehmen würdest. Inwiefern spielt deine innere Wertvorstellung oder inwiefern spiegelt sich deine innere Wertvorstellung bei der Auswahl deiner Selbstexperimente, bei der Auswahl von Placements und vielleicht auch bei der Auswahl von Drehorten oder auch mit wem du spielst oder was das Thema ist, sich in deiner Arbeit wieder? Ich glaube sehr stark. Ich glaube, das ist schwer zu trennen, weil sonst hätte ich schon längst Werbung für HelloFresh gemacht oder Clark, die mir beide wirklich absurde Beträge angeboten haben. Wenn das für jemanden cool ist, soll das benutzen, da habe ich gar nichts gegen. Aber ich möchte mich nicht hinstellen und dafür Werbung machen. Es gibt bestimmt Produkte, für die ich Werbung gemacht habe, die man auch kritisieren kann. Bestimmt werde ich auch irgendwann mal einen Fehler machen und was drin haben, wo mich später jemand darauf hinweist. Es gab bei Holy zum Beispiel viel Kritik für, dass da Süßstoff und bestimmte Stoffe drin sind. Und da musste ich mich super krass reinlesen, um zu verstehen, was die Kritik ist, um dann aber zu merken, dass es in allen Zero-Getränken. Und dann verstehe ich immer wieder nicht so, du trinkst Cola Zero, kritisierst mich aber für Holy. Ich nehme das aber auch immer sehr ernst, weil ich fest davon ausgehe, dass ein solcher Fehler unterlaufen kann.
Also mir genauso wie anderen. Und es kann gut sein, dass ich irgendwann mal ein Produkt in die Kamera halte, weil ich es super geil finde. Und später sagt mir jemand, die gehören zur Nestlé-Gruppe. Wie kannst du das machen? Das ist so das Schlimmste, was du machen konntest. Ich versuche so gut wie möglich die Auswahl zu treffen. Ich habe Freunde im Influencer-Bereich, und mit denen ich oft darüber spreche, wo oft auch das Argument fällt, ich habe viel mehr Ausgaben als du, ich habe eine Firma, ich habe Mitarbeitende, ich kann diesen Standard nicht anwenden. Und deswegen würde ich das auch nie jemandem vorwerfen, weil ich nie die Situation von anderen Menschen kenne. Ich kann es nur für mich selbst entscheiden. Die Marken, mit denen ich arbeite, bezahlen super cool und super fair für die Videos. Im nächsten Video ist wahrscheinlich auch der Betrag mal wieder drin. Das muss ich mit der Firma noch absprechen. Ich würde ihn gerne nennen, aufgrund des Themas. In meinem Clown-Video war auch schon mal ein Betrag für ein Placement drin. Manchmal werden mir meine Werbungen auch abgekauft. Bookbeat hat eine meiner Werbungen gekauft, hat die selbst auf YouTube geschaltet. Das war super. Wow. Wenn du jetzt aber mal negative Rückmeldungen bekommst, wie gehst du damit um? Also wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, mich Pflaume nennt oder sowas, ist das natürlich kein Problem. Aber wenn jetzt Leute wirklich schreiben, ich bin schwer enttäuscht von dir, weil das und das, das und das, das bleibt schon hängen. Und auch das war bei dem Lügenvideo. Es waren 8 Kommentare, glaube ich. Und ich hatte das Gefühl, ich habe einen Shitstorm von meiner Community. Was Quatsch ist. Es waren 8 Kommentare. Aber 8 Leute haben geschrieben, ich fühle mich verarscht, weil die und die Sachen im Video, die ich am krassesten fand, waren ja Lügen. Und auf der anderen Seite sind dann 30 Leute, die sagen, was für ein cooles Meta-Ding, was für gute Unterhaltung. Du bleibst bei den 8 Leuten hängen, das ist einfach so. Und weil ich selber mich schon während des Experiments immer so schlecht gefühlt habe. Ich habe heute Nacht geträumt, dass Menschen meine Tür eintreten und mich verbrennen. Und ich glaube, das ist mein schlechtes Gewissen. Und morgen werde ich dann die Leute aufklären und hoffen, dass es nicht so viel Schaden angerichtet hat. Das wird auch nochmal spannend. War das, glaube ich, dann doppelt schwierig, das zu lesen. Wenn generell Feedback kommt von Leuten, die schreiben, da war letztens jemand, da habe ich lange drüber nachgedacht, der hat geschrieben, hör auf, so Psychomusik zu benutzen, mach lieber ein Stück, das du einfach drunter legst. Ich finde das immer super ablenkend. Dein Schnitt ist zu schnell, das und das. Hör auf, Schnittbilder zu benutzen, das lenkt immer ab, mich nervt das total. Das habe ich alles gelesen und habe das mit mir rumgetragen so einen Tag. Und irgendwie am nächsten Tag dachte ich, das ist mir völlig egal. Du kritisierst gerade alles, was ich an meinen Videos gut finde. Was ist denn jetzt los? Wieso stört mich das so? Und ich glaube, es stört mich so, weil ich Kritik einfach ernst nehme. Ich muss aber ganz doll aufpassen bei so einer Kritik, wenn er sagt Psychomusik zum Beispiel, ich weiß ja gar nicht, was das heißt. Wahrscheinlich sind ihm die Stücke vielleicht zu melancholisch an bestimmten Stellen. Da muss ich leider sagen, das Einzige, was ich ändern kann, ist, und da warte ich drauf, sobald YouTube anbietet, dass ich 2 Tonspuren hochladen kann, wird es eine Audiospur ohne Musik geben. Die habe ich seit 5 Jahren für jedes Video aufgespart. Sobald es die Funktion gibt, weil es gibt einfach Menschen, die sind so viel sensibler und haben so viel mehr Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, die stört Musik richtig. Deswegen ist die in den letzten Jahren bei mir auch immer leiser geworden. Damit die so barrierefrei wie möglich sind, meine Videos. Sie ganz wegzulassen, nimmt ein krasses Element von Film raus. Aber wer sie ausschalten möchte, dem möchte ich die Möglichkeit geben. Aber Psychomusik zu schreiben, ist halt auch kein konstruktives oder hilfreiches Feedback. Und nimm die Schnittbilder weg, ist auch keins. Ein besseres wäre natürlich, deine Schnittbilder irritieren mich oft, ich verstehe sie nicht, dann kann ich vielleicht gucken, kann ich da klarer werden oder will ich das so künstlerisch? Und da bin ich, glaube ich, in den letzten Jahren schon viel klarer geworden. Wenn du jetzt noch mal so drüber nachdenkst, wie du vor 5 Jahren gelebt und gedacht hast und jetzt sind einfach 5 Jahre Selbstexperimente ins Land gegangen, was hat sich verändert für dich persönlich? Was hat sich verändert in deiner Lebensweise und in deinem Denken? Ich habe viel mehr Ausgaben. Man wird älter und braucht einfach beschissen viele Versicherungen wie Privatrenten, gerade als Kunstschaffender. Das ist irgendwie gruselig. Wenn ich diese ganzen blöden Absicherungen nicht hätte, dann weiß ich nicht, dann könnte ich irgendwas kaufen. Das mal richtig Geld ausgeben. Also ich glaube, was hat sich denn geändert? Also meine Ausgaben sind krass gestiegen. Ich glaube, das ist gerade einfach ein großes Thema bei mir, weil ich das merke, gerade Sachen wie Krankenversicherung, Privatrenten. Es hat sich aber ganz, ganz viel persönlich geändert und ich glaube auch menschlich extrem viel. Und da haben die Selbstexperimente viel ausgemacht, weil ich glaube, ich hätte mich nicht so extrem reflektiert mit vielen Dingen beschäftigt. Ich hätte, glaube ich, auch nie eine Therapie gemacht. Das waren auch Sachen, die angestoßen worden sind. Und ich wäre, glaube ich, nicht so tief in die immer wiederholende Selbstreflexion gegangen, wie es jedes Mal muss, weil ich muss mich jedes Mal fragen, wenn ich 10 Tage nichts höre, warum fühle ich mich so? Und warum sollte ich das sonst machen?
Was ist so dein inneres Anliegen für die Selbstexperimente? Also was ist so deine intrinsische Motivation dazu? Also ursprünglich war es Kunstschaffen, deswegen waren die Schnittbilder auch immer das Wichtigste. Ich hatte 75 bis 80 pro Video. Die Videos waren ein Minusgeschäft jahrelang. Ich musste immer meine andere Arbeit die auffangen, auch als schon Placements da waren. Das hat sich jetzt verändert, weil die Placements auch einfach besser bezahlt sind. Und jetzt, also kriege ganz, ganz viel das Feedback, dass Menschen die Videos tatsächlich helfen, dass sie sich irgendwie wiederfinden. Jetzt das aktuelle Skript, der Sensitivity Reader hat gesagt, ich habe das Skript gelesen, ich habe die und die Sachen gefunden, mach die bitte anders oder überleg dir nochmal, ob du das so machst. Er sagt immer, möchtest du das wirklich machen? Überleg doch nochmal, ob du. Der sagt nie, mach was anders. Und hat dann gesagt, es hat super viel in mir angestoßen, nur das Skript zu lesen. Und das fand ich schon krass, weil er dann bestimmte Sachen angesprochen hat. Also ich habe da ein sehr, sehr klares Thema für mich gefunden in dem Video und er auch für sich. Und das ist leider etwas, was man nicht leicht lösen kann. Und ich glaube, deswegen wird das auch nochmal spannend für die Community. Ich glaube, es wird sehr viele Menschen erreichen, wenn sie es gucken. Ja, und das ist auf jeden Fall was mich sehr motiviert, dass ich oft Kommentare und auch Nachrichten kriege und auch gestern eine E-Mail bekommen, einfach von Leuten, die mir schreiben, welches Video was ausgelöst hat und was sie dadurch in ihrem Leben verändert haben. Das ist schon krass. Obwohl ich mir gleichzeitig nicht die Illusion mache, dass meine Videos zwangsläufig lebensverändernd sind. Die sind erstmal Unterhaltung. Aber wenn ich diese Nachricht nicht bekommen würde, sähen die Videos auf jeden Fall ganz anders aus. Ich würde mir nicht so viel Mühe machen, auf bestimmte Sachen zu achten, auf bestimmte Sachen besonders hinzuweisen. Ich würde, glaube ich, viel mehr Unterhaltung machen. Das Clown-Video hat zum Beispiel keinen Mehrwert außer Unterhaltung. Das habe ich dieses Jahr auch mal ausprobiert und wusste danach, es hat super Spaß gemacht, aber das muss ich nicht nochmal machen. Das ist einfach eine ganz andere Art von Video, das gehört eigentlich nicht auf meinen Kanal. Und das Lügenvideo ist jetzt wieder in so eine ähnliche Richtung, hatte aber aufgrund des Themas und Ehrlichkeit und Lügen dann wieder einen Mehrwert. Aber der Kanal sieht einfach ganz anders aus und ich glaube, der wäre dann auch vergessenswerter zwischen den anderen. Wie kommt das Video zustande von dem ersten Punkt der Idee bis hin zu, ich drücke jetzt auf Upload? Also Recherchen mache ich meistens erst nachher, weil ich immer Angst habe, mich zu spoilern oder mich zu beeinflussen. Wenn jetzt irgendwo steht, Experiment, Leute haben 7 Tage gelogen, das waren die Effekte, habe ich eine Riesengefahr, dass ich die auf einmal auch spüre, obwohl sie gar nicht da sind. Deswegen, das kommt immer ganz am Ende beim Skript. Ich habe heute Morgen Ideen jongliert für Ende des Jahres, weil ich was umstelle. Und also ich habe früher ganz, ganz oft versucht, nicht Experimente zu wiederholen, die andere schon gemacht haben. Ich wollte ewig dieses Kaltduschen-Ding machen, aber das hatte ja schon Tomatolix gemacht. Was soll schon groß passieren, wenn ich ein paar Mal kalt dusche? Und nachdem so oft Leute auch auf Patreon geschrieben haben, aber du hast so einen anderen Ansatz, mach's einfach, war dieses Jahr das Kaltduschen-Experiment ein Video, wo ich das gemacht habe. Und habe wirklich danach, ich habe Tomatolix-Video nicht geguckt, habe das danach nochmal geguckt und habe gemerkt, das sind 2 so unterschiedliche Videos. Einmal natürlich, weil er eine völlig andere Erfahrung hatte, er hat auch ganz andere Ergebnisse und weil die Videos einfach komplett anders sind. Ich glaube, das ist es. Hi, ich bin Josef und ich wollte wissen, was passiert, wenn ich jeden Tag eiskalt dusche. Die Wassertemperatur beträgt 15 bis 16 Grad. Als jemand, der beruflich in der Arktis täglich minus 40 Grad erlebt hat, sollte das kein Problem sein. Und das hat mir jetzt noch mal ein bisschen den Mut gegeben, auch Themen, die ich bis jetzt die spannend fand, die ich nicht machen wollte, weil er die gemacht hat oder weil Elisa Sophie Laurent oder irgendwer anders aus dem Bereich die gemacht hat, trotzdem mal anzugehen. Weil bei dem Kaltduschen, ich weiß noch, dass ich das Patreon mal vorgeschlagen habe, dass ich gesagt habe, ich muss irgendeinen Twist haben. Ich stehe morgens um 4:30 Uhr auf, dusche im Wald, im Winter kalt, irgendwie so Zeugs zu konstruieren, damit man das machen kann, aber es anders ist. Das wäre dann nochmal was anderes geworden, aber es wäre halt wieder, das wäre Unterhaltung gewesen. Das hätte, glaube ich, keinen Mehrwert gehabt. Also mein Management verbietet mir kein einziges Video, aber da sie sich krass um Sponsoren kümmern, ist bei denen auch immer der Wunsch natürlich da. Es muss gut verkaufbar sein, weil immer so gut wie das letzte Video war, können wir das nächste Sponsoring verkaufen. Und wenn du 2 Flops hast, dann wird es schwierig. Ist genau wie im Film. Wenn du 2 Filmflops hast, kann es sein, dass du nie wieder einen Film machst. Du kannst dir maximal einen erlauben, dann muss wieder ein starkes Stück kommen. Und ja, das ist im Grunde gerade alles. Sonst gibt es nichts. Und jetzt würde das Experiment starten, ich würde mich dabei filmen. Wenn das Experiment fertig ist, würde ich alle meine Vlogs gucken, mitschreiben, was habe ich wo gesagt,
Meistens schneide ich die sogar schon vor, wo sind spannende Punkte, wo bin ich besonders emotional. Das ist natürlich immer das Wichtigste, wenn Sachen emotional sind sie natürlich spannender zu gucken. Obwohl ich da auch schon Sachen rausgeschnitten habe, die mir dann zu persönlich waren. Bei dem Kein Musik hören Video habe ich nach, weiß ich gar nicht mehr, wie lange ich das gemacht habe, 4 Wochen oder sowas, das erste Mal wieder Musik gehört. Und da habe ich kein Bild gezeigt, weil mir das zu persönlich gewesen ist, wie das, was da mit mir passiert ist. Aber im Grunde, wenn die Vlogs geschnitten sind, dann fängt die Recherche an. Und dann frage ich Experten, Expertinnen an, wenn ich sie bekomme oder wenn sie passen. Die Experten finden meistens dann statt, wenn ich die Recherche gemacht habe, weil ich versuche immer welche zu bekommen, die in dem Bereich forschen. Und was ich ganz oft mache, ich gucke, wer hat dazu geforscht, gibt es Studien aus NRW, gibt es vielleicht sogar Studien aus Köln, kann ich hinfahren, oder in Deutschland und haben die Bock, was zu erzählen. Und wenn es super spezifisch ist, haben die meistens große Lust, weil es ihr Forschungsbereich ist. Die Tabea Scheel beim Prokrastinieren-Video zum Beispiel, die hatte ich, glaube ich, 2-mal drin. Und die hatte immer so Bock und die hat so coole Sachen erzählt. Ich glaube, das Uncut-Video war auch fast 40 Minuten auf Patreon, was es dann nachher gab, weil da war so viel Zeug drin. Und am Ende waren irgendwie 2 Minuten von ihrem Video. Also im Grunde, ja, frage ich die an und dazu gehört halt auch, dass man viele Absagen erhält. Also das hat sich aber auch, je größer der Kanal geworden ist, desto weniger Absagen gibt es. Und manchmal, wenn es, das mache ich inzwischen nicht mehr, ich habe früher ganz oft geguckt, wer ist auf YouTube in dem Bereich unterwegs, Psychologen, Psychologinnen, die Kanäle haben. Und dann hatte ich irgendwann alle einmal drin und habe dann aber, ich weiß gar nicht, 21 oder 22 angefangen, ganz stark auf diese Studiengrundlage zu gehen und idealerweise jemanden zu haben, dessen Studie ich sowieso schon zitiert habe und dann, obwohl meistens der Satz rausgeflogen ist, sie hat diese Studie gemacht, weil aufgrund von Flow und Geschwindigkeit alle Sätze raus, die man nicht braucht. Aber ja, es kann gut sein, dass in einem meiner Videos die Studie drin ist und dann die Person, die es erforscht hat. Du hast ja jetzt heute, ich warte mal ganz Bei kurz, einem Filmdreh nimmst du dir 50 € in die Hand, fährst dahin, drückst ihm in die Hand und sagst in 2 Stunden weitermachen, bitte. da reichen 50 €. Bisher meistens schon, außer bei Leuten von der Stadt. Da ist egal, wie viel Geld du hast, da musst du bei der Stadt anrufen. Okay. Gehst du an die Kurzfilme technisch anders ran, von dem Equipment, was du nutzt, als an The Changeman Fun oder an den Selbstexperimente-Kanal? Ja, auf jeden Fall. The Changeman Fun muss einfach funktionieren. Das darf einfachstes Bild sein, einfachste Kameralinse, eine Schärfe, keine Spielereien, keine anamorphen Effekte, keine krasse Helios-Kunst-Unschärfe. Bei den Kurzfilmen wähle ich bestimmte Linsen für bestimmte Effekte und für das, was ich künstlerisch machen möchte. Und da gibt es dann eine sehr klare Entscheidung für dieses Set von Linsen, für diese Art von visueller Umsetzung. Und bei den Selbstexperimenten spiele ich einfach rum. Das heißt, ich mische Linsen durcheinander, ich mache das, worauf ich Bock habe. Ich habe eine 11mm Linse mal gekauft, die ein totales Fischei ist. Die habe ich noch in keinem Film eingesetzt, aber in jedem 3. Video jetzt. Weil die einfach cool ist, aber die ist halt total schwer einzusetzen, weil sie so einen extremen Look hat. Also ich glaube, bei den Selbstexperimenten ist es viel mehr kreatives Spiel. Und wenn da mal auch ein Bild drin ist, was nicht passt, oder wie letztens jemand geschrieben hat, boah, Farbkorrektur musst du aber noch lernen, wo ich halt dachte, nee, das ist alles Absicht. Das soll so aussehen. Ich weiß, dass die Bilder nicht matchen, die sollen nicht matchen. Jedes Bild, was ich korrigiere, gucke ich, was sieht denn cool aus? Sieht das cool aus? Sieht das cool aus? Und klar, ein richtiger Colorgrader, eine richtige Colorgraderin kriegt da wahrscheinlich richtig Zustände. Aber ich habe dabei riesen Spaß. Also ja, die Herangehensweise an die Technik bei Selbstexperimenten ist 90% Spaß. Und bei Kurzfilmen natürlich auch ganz viel Spaß, aber vor allem die künstlerische Vision muss erhalten bleiben. Also ich versuche nie Technik zu kaufen, um mich selbst auszutricksen. Es gibt so viele geile Kameras. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will die Canon R6 haben, weil die cool ist und dann drehe ich meine Selbstexperimente, funktioniert für mich nicht so gut, sondern ich muss halt wissen, ich will diesen Look unbedingt haben und deswegen kaufe ich das für genau dieses Projekt. Weil sonst hätte ich, glaube ich, irgendwann 20 Kameras. Da gibt es ja Menschen von. Ja, vielleicht gibt es auch welche, die brauchen. Aber ich brauche 1 oder 2.
Aber du wirst ja auch in der Öffentlichkeit immer bekannter, dein Gesicht wird immer bekannter. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf deinen Alltag und wie du dich verhältst? Also da mich vor kurzem jemand mit David Kebekus verwechselt hat, mache ich mir da nicht so große Sorgen. Also ich glaube, so herausstechend ist das dann nicht. Die Leute, also es ist, glaube ich, ein bisschen der Mark Forster-Effekt. Ne? Brille, Bart und Cappy, alle sehen aus wie Mark Forster. Lange Haare und Bart, das bin ich, das ist dieser schreckliche Richard David Precht. David Kebekus, der Stand-up-Comedian und Autor. Ich glaube, die Gefahr ist nicht so hoch. Die Leute, die mich erkennen, sind nicht Leute, die zufällig über meinen Kanal stolpern. Das sind Leute, die jedes Video gucken. Deswegen passiert das nicht so oft. Ist jetzt tatsächlich dieses Jahr schon 3-mal passiert. Das ist öfter als sonst. Aber dieses Jahr ist der Kanal auch erfolgreicher als sonst. Aber ich hatte da jetzt noch keinen Nachteil, außer dass ich danach immer denke, ich bin immer überfordert, wenn das passiert. Und immer wenn ich weggehe, denke ich, hoffentlich war ich nicht unfreundlich, weil ich antworte so gut wie gar nicht mehr, wenn Leute mich ansprechen. Das ist, glaube ich, etwas, was ich noch üben muss, weil ich mich immer erwischt fühle irgendwie. Wenn ich privat unterwegs bin und denke, fuck, was muss ich denn jetzt machen? Ich muss gar nichts machen. Aber der erste Moment ist halt, jemand sagt, sind Sie nicht Josef? Ja. Ja, ich gucke Ihre Videos immer. Cool. Ja, sind gut. Danke. Tschüss. So ist eigentlich jedes Gespräch. Obwohl dieses Jahr, Anfang des Jahres, in einem Laden war auch eins, da habe ich versucht, einen Witz zu machen. Und ich war mit ihm unterwegs und der meinte nachher zu mir, der glaubt, du hast ihn verarscht, du musst da nochmal hingehen. Der hat das nicht verstanden, dass das ein Witz war. Und mich dann nochmal hin versucht, das zu erklären und das ist auch nicht verstanden worden. Dann wurde es super unangenehm. Und der hat mich zum Glück nachher auf Instagram getaggt und hat geschrieben, ich war super aufgeregt, habe eben The Changeman getroffen, habe ich nochmal geschrieben, hey, nochmal ganz kurz, das und das war ein Witz und das war das. Es tut mir total leid, ich war genauso überfordert wie du. Das war mir sehr unangenehm. Ja, Grüße. Wenn jetzt andere Menschen mit einem YouTube-Kanal starten wollen würden, was würdest du aus deiner Erfahrung, die du bisher hast, empfehlen? Nicht damit rechnen, in den ersten 4 Jahren Geld zu machen. Also ich glaube, weil auf so viele Leute auf YouTube immer erzählen, du brauchst nur 3 Videos und du bist monetarisiert, du kannst das und das. Ich glaube, wenn man mit der Motivation rangeht, wird es super schnell stressig. Wenn ich kein Geld verdienen würde mit YouTube, würde ich wahrscheinlich nur 3 Videos im Jahr machen. Einfach aus zeitlichen Gründen, aber auch, weil ich mir dann viel mehr Zeit lassen würde. Es gibt Kanäle, die ich verfolge, die genau das machen. Die machen ganz tolle Sachen, aber sehr selten. Aber entsprechend laufen die Kanäle auch nicht so gut, weil das Publikum will natürlich regelmäßig was es gucken kann. Also ich würde auf jeden Fall versuchen, regelmäßig Videos zu machen. Und, was ich immer ganz wichtig finde, nie 100% in ein Video stecken. Das ist einfach Quatsch, weil auf YouTube macht das keinen Sinn. Das macht vielleicht für einen Film Sinn oder für einen Kurzfilm oder für langanhaltende Kunst. Aber YouTube-Videos sind leider einfach zeitlich sehr begrenzt haltbar. Und deswegen würde ich immer sagen, 80% ist so das Limit, reinstecken und dann das nächste Video. Und man kann nächstes Mal was besser machen. Ich habe Videos gemacht, da habe ich 120% reingesteckt und so viel Detailliebe und so viel, nochmal 2 Tage fürs Color Grading und nochmal 2 Tage für Effekte und dann irgendwie 6 Wochen an einem YouTube-Video gehangen. Und das hat die Sachen, die ich reingesteckt habe, diese extra 20%, haben fast 80% der Zeit gebraucht und es hat niemand gesehen. Und ich habe damit total aufgehört. Ich habe vor 2 Jahren ein Video gemacht, da habe ich kein Color Grading gemacht. Ich habe keine Soundkorrektur gemacht. Ich habe richtig drauf geschissen und es ist sehr gut gelaufen. Das ist mein später Ansehen-Video. Alles in der später Ansehen-Liste gucken. Das habe ich in einer solchen Zeit hingerotzt, muss ich sagen. Ich bin nicht mal für den Videodreh irgendwo hingegangen. Ich bin zum Nachbarn, ich habe da noch woanders gewohnt, und bin bei denen auf den Speicher gegangen. Und gesagt, du hast auch einen Speicher mit so einem Dachfenster, da kommt auch schönes Sonnenlicht rein. Dann habe ich da 15 Minuten gedreht, bin runter und habe das Video geschnitten. Ich habe 3 Tage gebraucht. Ich habe noch nie so schnell ein Video gemacht und noch nie wieder. Und das war sehr erfolgreich und das hat mich richtig geärgert. Also ich würde nicht so viel Arbeit in die Videos stecken, sondern gucken, wenn das Video nicht gut ist, das nächste und das nächste. Das mache ich in 5 Jahren. Ich kann in 5 Jahren hoffentlich nach wie vor von meiner Kunst leben. Ich hoffe, ich habe in 5 Jahren meinen Langspielfilm gemacht. Ich hoffe, ich habe einen Auftraggeber, einen Sender, einen Geldgeber gefunden, die das stemmen können. Obwohl es nicht um viel Geld geht, aber es ist halt ein Horrorfilm und das ist schwierig zu verkaufen, wie ich gehört habe oder jetzt immer mehr weiß. Ich hoffe, das habe ich gemacht
Ich hoffe, ich werde weiterhin beides gut jonglieren können. Kunst, Film, Drehbuch, die eigenen Projekte und YouTube. Und ich hoffe, ich werde weniger arbeiten. Aber ich weiß nicht, was ich mache. Ich hatte noch nie so einen 5-Jahresplan und das hat mir nicht geschadet. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Jetzt musst du noch irgendwie sowas wie kauft mein Merch sagen. Hast du Merch? Nein, du hast welchen. Oh nein. Warum machen Menschen eigentlich müde? Das war mein Zimmer. Ich verpasse euch einen Novo mit diesem Outro. Tschüss.